Kommen Sie jetzt oder nicht? Weil mit mir können Sie sich das erlauben, aber mit dem Generaldirektor nicht. Die Direktoren mögen das nicht. Alexander, hier Anastasia. Es geht um den Managerjob. Sie wurden abgelehnt. Ich heiße Anastasia, bin 21 Jahre alt und in Moskau groß geworden. Zurzeit lebe ich bei meinen Verwandten. Nach der Schule habe ich angefangen, in der Firma meiner Eltern zu arbeiten. Ich suche dort das Personal aus. Während der Arbeit kann ich nur meine männlichen Charakterzüge zeigen. Weich darf ich hier nicht sein. Von mir wird Härte verlangt und schnelle Ergebnisse. Mit Freunden und zu Hause bin ich anders. Dort versuche ich, in meinen normalen Zustand zu kommen und meine weibliche Natur zu zeigen. Ich habe meine Oma als Kind gefragt, Babulja, was ist Flirten? Sie sagte, es ist das, was jede Frau können muss. Die Frau macht den Mann. Was heißt, macht den Mann? Erzieht. Wozu sollte man einen Mann erziehen? Er wurde doch als Kind erzogen. Im Zusammenleben hängt sehr viel von der Frau ab. Denn der Mann wird sich so verhalten, wie ihn die Frau erzogen hat. Er wird so sein, wie die Frau ihn haben will. Und wie muss eine Frau sein? Die Frau muss ein bisschen Trophäe, ein bisschen Muse und ein bisschen Hausherrin sein. Und wie kann man das lernen? Manche versuchen es ein Leben lang und schaffen es trotzdem nicht. Mein Name ist Lilia Klein und ich bin hier die Trainingsleiterin. Das Ziel unserer Schule ist, die Frauen rundum glücklich zu machen. Das Thema heute, die Kunst, Frau zu sein. Der Gang sagt viel über einen Menschen aus, über sein Selbstwertgefühl, über seinen Charakter. Und jetzt bitte ich jede von euch, uns ihren Gang zu zeigen. Und die anderen sagen, was sie sehen. Und bitte. Es ist ein bisschen geheimnisvoll. Und romantisch. Leicht. Lasst uns jetzt einen Mann einbeziehen. Hier kommt ein großer Auftritt. Deine Sternstunde. Wir werden jetzt mal durchspielen, wie man sich kennenlernt, in verschiedenen Rollen. Was erwarten die meisten Männer von den Frauen? Dass sie flexibel sind, sich gut anpassen können. Lasst uns jetzt mal so tun, als seid ihr ein junges Mädchen und wollt ihn kennenlernen. Mädchen sind ja fast noch Kinder, naiv, asexuell. Sie kommt zu ihm wie eine Bittstellerin, schämt sich ein bisschen. Nun die Rolle einer jungen Frau. Sie hat natürlich schon Erotik und provoziert den Mann. Sie wirft ihm Blicke zu.
Erster Blick, zweiter Blick. Er muss spüren, dass sie ihn bewusst ansieht, nicht nur zufällig. Und dann wird er sie sicher kennenlernen wollen. Поехали. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich hab's befürchtet. Так, резиночки здесь, которые именно. Она любит гулять под дождем. Ей так нравится шум воды, что как слезы все падает вниз и легко по земле бежит. И глядя на танец дождя, она долго сидит в тишине. И как воздух она легка, и так хочется ей лететь. Сейчас вот ситуация женщины в современном мире, она двоякая. Это время, когда невероятно интересно жить. Die Situation der Frau in der modernen Welt ist zweischneidig. Einerseits kann sie zum ersten Mal in der Geschichte ihr Leben selbst bestimmen. Такого не было. С одной стороны. С другой стороны, andererseits spürt sie den Druck der Gesellschaft. Wir Frauen haben also die Möglichkeit, wie Männer zu arbeiten und zu handeln. Aber wir werden auch in die männlichen Spiele mit hineingezogen. Die Gesellschaft funktioniert nach männlichen Regeln. Nicht, weil die Männer schlecht sind, sondern weil sie einfach vor langer Zeit die Spielregeln gemacht haben. Und wenn wir uns umschauen, stellen wir fest, nach diesen Regeln können wir auch spielen. Und so wurden die Frauen erfolgreich. Aber den Preis dafür, das Aufgeben der Weiblichkeit, sind die russischen Frauen nicht bereit zu zahlen. Seit 15 Jahren gebe ich Frauenkurse und sehe, die Frauen haben alles probiert und schnell Erfolge erzielt, weil sie Intuition haben und gut ausgebildet sind. Aber dann haben sie innegehalten und bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Ich habe alles erreicht, aber etwas Wichtiges fehlt mir. Und das Wichtigste ist das, was wir Glück nennen. Viele Frauen haben sich gefragt, wie kann man Karriere machen, dabei kreativ sein und dennoch Frau bleiben? Und nicht nur bleiben, sondern die Frau in sich weiterentwickeln. Bitte bildet jetzt Paare. Diejenige, die zuhört, soll eine offene Haltung nehmen, als ob ihr die Partnerin umarmt. Wie eine Muschel. Die Sprechenden können sich normal hinsetzen. Wir schließen die Augen, um uns an einen Augenblick des Glücks zu erinnern. Wir konzentrieren uns auf den unteren Teil des Bauches. Und das Glücksgefühl kommt von unten nach oben, über das Herz zum Kopf.
когда вы каждому сколько нужно вам времени, столько пребывайте. Когда вы почувствовали, что это уже произошло, wenn ihr bereit seid, öffnet die Augen und erzählt von eurem Glücksmoment. О том, может быть, случае, когда вы были счастливы, абсолютно счастливы, переживали счастье в полной мере. Er hat mich zum Tanz eingeladen und wir waren in Weiß. Wir haben wie in einem Kokon getanzt. Im Sommer, wo die Sonne scheint und der Himmel strahlt und der Fluss glänzt. Ich fühle es jeden Tag in seiner Nähe, egal ob in dieser Stadt oder in einer anderen. Ich bin sehr glücklich und ich liebe ihn sehr. Und nun als Zeichen der Dankbarkeit gebt euch gegenseitig die Hände. Und jetzt wechselt bitte die Rollen. Сейчас в социуме принято сильной женщиной называть женщину, у которой в социуме, да, вот у которой Heute nennt man eine starke Frau diejenige, die am meisten männliche Energie entwickelt. Wenn die Frau erfolgreich ist, wenn sie dominant ist, bezeichnet man sie als starke Frau. Aber das ist in Wirklichkeit keine starke Frau, sondern eine mit stark entwickelten Männerenergien. Für uns ist eine starke Frau eine, die die Welt so annimmt, wie sie ist. Eine, die sich erlauben kann, ihre Emotionen offen zu zeigen, die dem Gespräch des Lebens lauscht und gelassen das Leben auf sich zukommen lässt. Было такое, да, что вот я такая прям, ну, так, не то, что вот, мне казалось, нет, я не очень жесткая, но вообще жесткая такая бизнес-леди была вообще. Früher war ich eine harte Businessfrau. Die Menschen haben mich recht wenig interessiert. Ich habe sie als menschliches Material wahrgenommen. Ich sage das jetzt einfach so. Man kann es kaum glauben. Aber es ist wahr. Мой муж, от которого ребенок, он был моложе меня на 5 лет. Mein Mann, der Vater meines Sohnes, war 5 Jahre jünger als ich. Ich habe ihn sozusagen großgezogen, habe ihn ins Geschäftsleben gebracht. Wir haben zusammen gearbeitet. Er war ein begabter, guter Mann. Ich habe meinen Ehemann verlassen, weil ich nicht mehr mit ihm weiterleben konnte. Also. Er hat mich geschlagen, einfach so. Und das vor den Augen des Kindes. Und ich ging weg, wie ein Mann, ohne zurückzuschauen. Schlechte Zähne lassen Bakterien rein. Auch die alten Griechen haben Zähne geputzt, weil die Verbindung zwischen Zähnen und Infektionen schon vor 30.000 Jahren bekannt war. 3000 Jahren. Jetzt musst du lesen.
В России наблюдается такая тенденция, что мужчин гораздо меньше, чем In Russland gibt es viel weniger Männer als Frauen. Von 10 Männern sind 5 verheiratet und 3 homosexuell. Ganz davon abgesehen, dass die meisten Alkoholiker und impotent sind. Ich beschimpfe die russischen Männer nicht. Sie sind gut. Aber es gibt zu wenig davon. Und sie sind verwöhnt und nutzen die Situation aus. Was die russische Frau zu einer Schönheit macht, ist ihre Haltung. Die Schönheit kommt und geht, aber die Klasse bleibt. Solange ihr elegant seid, bleibt ihr schön. Zurück nach unten. So ist es gut. Wunderbar. Und ab diesem Moment beginnt ihr euch anders zu bewegen. Der Gang einer schönen Frau ist anders als der des Models. Der Schritt ist breiter. Eine selbstsichere Frau hat keine Angst, viel Raum einzunehmen. Sie schämt sich nicht. Она не стесняется себя и не стесняется своих движений. Поэтому максимально комфортный широкий шаг. Schöne große Schritte. Wenn wir nach vorn gehen, überkreuzen wir die Beine. Dieser Gang erinnert ein wenig an den Gang einer Katze oder einer Stripperin. Aber das bleibt unser Geheimnis. Но никто не будет знать, кроме нас, но мы никому не скажем. Отлично, отлично. Wunderbar. Es fehlen mir die Absätze. Morgen wiederholst du es mit Absätzen. Die Knie sollen sich berühren. Über Kreuz. Okay. Ага. 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 Хорошо. Gut. Оксан. Захлёст. Ага. Хорошо. Gut. Отлично. Sehr Раз. gut. 1. Раз. 1. Раз. 1. 2. 2. Современная женщина – это женщина, у которой немножко сместились полюса от сердца в голову, да, то есть. Bei der heutigen Frau sind die Pole vertauscht, vom Herzen zum Kopf. Zu 50% ist sie zum Mann mutiert. Sie erfüllt männliche Funktionen, Karriere zum Beispiel. Sie ist heutzutage unabhängiger als vor 50 Jahren. Meine Aufgabe ist es, ihr zu helfen, die Kraft ihrer Weiblichkeit und ihre Magie wiederzufinden, ohne sich dabei zu verlieren. Ich ändere die Frauen nicht. Wie dreht man sich um? Hast du das mitgeschrieben, Natascha? Вы хотите произвести впечатление на каком-то дипломатическом приеме или на светском. Ihr wollt bei einem Empfang einen guten Eindruck machen. Ihr wollt dazugehören und eure Klasse zeigen. Der Kopf ist immer in der gleichen Stellung, das Kinn parallel zum Boden. Ansonsten fällt eure Krone runter. Und selbst wenn ihr keine Krone habt,
sieht man in euch Prinzessinnen. Bevor ihr euch umdreht, denkt an die Schulter. Unsere Beine sollen sich so viel wie möglich bewegen. Wenn wir viele kleine Bewegungen machen, ziehen wir die Aufmerksamkeit der Männer auf uns. Der Mann hat eine Jägernatur, einen Jagdinstinkt. Und den weckt ihr. Er ist sich dessen gar nicht bewusst, aber er reagiert sofort auf Bewegung. Der untere Teil des Körpers dient dem oberen Teil. Wir machen nun einen Schritt. Die Füße in T-Form. Und jetzt eine Reihe präziser Bewegungen. 1, 2, 3 und zur Seite 4. Sehr gut. It's very evident what happened with the woman who finished Alice's courses. Es ist offensichtlich, was mit den Frauen passiert, die Alissas Kurse besuchen. Ab dem Moment, wo der 4-tägige Kurs zu Ende ist. Man kann Fotos von den Frauen machen, wie sie am ersten Tag ausgesehen haben und dann nach nur 4 Tagen völlig verändert. Du fängst an, von innen nach außen zu leuchten. Deine Augen, dein Verhalten, alles. Du schickst magnetische Impulse in die Welt hinaus. Ich behaupte, dass die Stärke eines Mannes von der Frau abhängt. Wenn der Mann sich schwach fühlt, dann hat die Frau etwas falsch gemacht. Das Ziel einer jeden Frau ist, dem Mann zu zeigen, dass er alles für sie ist und dass er mächtig ist. Dass sie ihn ausgewählt hat, weil er der Beste ist. Dein Mann ist König, dein Mann ist Ernährer, dein Mann ist alles für dich. Nie sollst du einem Mann zeigen, dass du stärker bist. Das ist ein großer Fehler. Du bist schwach, weil du eine Frau bist. Nie zeigen, niemals. Auch wenn du viel stärker bist, behalte es für dich. Ist besser so. Завтра обещали плюс 20. Ich habe an der Uni studiert, viele Kurse absolviert, 2 Diplome, aber als Frau wurde ich nicht ausgebildet. Bilder aus Filmen, Bücher, die Erziehung meiner Eltern, das ist alles, was ich mitbekommen habe. Deshalb habe ich Frauenkurse gesucht. Und zum Glück habe ich Alissa gefunden. Und von da an bin ich glücklicher geworden. Ich wurde mir bewusst, welches Potenzial an Frausein in mir schlummert. Und das wurde durch die Kurse geweckt. Ich bitte euch darüber nachzudenken, welche die heißeste Sexualfantasie war, die ihr je hattet. Ich wollte immer Sex mit einem Unbekannten haben, gerade kennengelernt, so in etwa. Ich empfehle es einmal zu machen und dann zu vergessen. Das bringt uns weibliche Zufriedenheit.
Gut, die nächste bitte. Ich wollte immer Sex auf einer Schaukel. Und zwar auf einer Kinderschaukel. Das ist machbar. Wichtig, jemanden dahin zu locken. Aber bitte nicht mit vielen Kindern im Sandkasten. Ich weiß nicht. Ich wollte immer mal Sex auf einer Wiese mit gelben Blumen und so. Aber das piekst doch. Es ist doch eine Fantasie. Ich wollte seit langem Sex am Strand. So mit dem Kick, ob uns jemand sieht. Ich nicht am Strand, sondern im Meer. Im Wasser? Ja. Seit klein auf lieben wir Spiele. Und im Spielen erreichen wir auch den besten seelischen Zustand für Sex. Wir sind entspannt, offen und vertrauensvoll. Wenn ihr die Kunst des Rollenspiels beherrscht, dann bleibt ihr immer eine interessante Sexpartnerin. Да, то есть тогда вы всегда будете сексуально интересной партнершей. Ролевки подразделяются. Es gibt situative Rollenspiele, zum Beispiel Herr und Sklavin oder Herrin und Sklave. Dazu gehört auch das Spiel Call Girl und Call Boy. Ich empfehle euch, das so realistisch wie möglich zu gestalten. Morgens, wenn er zum Beispiel im Büro ist, ruft ihn an und gebt ihm Anweisungen, was er zu tun hat. Zum Beispiel, ihr wisst doch, wo die Mädchen auf der Tverskaya stehen. Besonders reizvoll ist es dann natürlich, wenn ihr euch im passenden Outfit auch dorthin stellt. Dann wird er euch garantiert schnell dort abholen. И ваш любимый, главное вовремя успеть вас забрать ему, да? То есть помните, что в каждой женщине живет актриса. In jeder Frau lebt eine Schauspielerin, ob ihr wollt oder nicht. Und in jedem von uns lebt ein kleines Kind. Deshalb, warum nicht spielen, wenn es Spaß macht? Если весело и с полной отдачей, то почему бы нет? Стёпочка, ну что? Ты делаешь работу домашнюю? Stjopa, was machen die Hausaufgaben? Ich übe gerade. Schaffst du es alleine? Ja. Мы занимаемся кредитованием, даем суды под залог партии товаров, Wir haben unser Geschäft angefangen mit Pfandhäusern. Wir haben Kredite gegeben und als Gegenleistung bekamen wir Handys, Notebooks, Pelze und Gold. Количество шуб, которых я смотрела на эти шубы, да, они потертые, да, где-то там, ну, население приносит. Ich habe mir die Pelzmäntel angeschaut, da gab es angeraute Stellen. Aber ansonsten waren sie gut und ich habe gedacht, so viele Tiere wurden umgebracht und die Frauen gehen und kaufen sich einen neuen Pelzmantel.
Und so kam ich auf die Idee, aus diesen Pelzen was Neues zu machen, sie umzuschneidern. Man kann Leder und andere Stoffe dazu nehmen. Fantasie habe ich ja Gott sei Dank genug. Как-то декорировать, потому что фантазии, слава богу, хватает. Так у меня там задумок. Вы сначала, да, вы просто смотрите и вдохновляетесь. Zuerst schaut ihr euch ins Gesicht und lasst euch inspirieren. Und dann berührt ihr es sanft mit dem Pinsel und zeichnet es nach. Вы говорите, я вижу перед собой девушку. Beschreibt, was ihr seht. Zum Beispiel, ich sehe vor mir eine junge Frau und sie ist so und so und so. И потом вы описываете каждую черту лица очень подробно. Вы описываете волосы, Beschreibt jedes Detail. Die Haare, die auf die Schultern fallen. Die Augenbrauen, die an Schmetterlinge erinnern. Die Linie der Nase, den Mund, das Kinn und die Haut. Die Form des Ohrs und die Halslinie. Und in diesem Moment wird in euren Augen die Schönheit geboren. Пожалуйста. Носик твой такой прекрасный, такой. Наш Белочка очень манящий, кривый, с ключицей, как предплечье, плеча. Все это так плавно переходит. Зона декольте такая совершенно нежная, как модель хрупкая, и прям просится каких-то украшений. Конечно же, не украшения, кошечка. Красота в глазах смотрящего. Die Schönheit entsteht in den Augen des Sehenden. Oft sagen die Frauen, ich sehe keinen Mann. Ich kann ihn nicht sehen. Und sie haben recht. Sie sehen ihn tatsächlich nicht. Ihr Sehvermögen ist verschlossen. Erst wenn sie es öffnen, fangen sie an zu sehen. Mir gefällt der Satz, der Mann ist der Flügel und die Frau ist die Luft. Und gemeinsam sind sie der Flug. Das Wichtigste, was die Männer von uns erwarten, ist, dass wir sie inspirieren. Das bedeutet nicht, dass wir ihnen andauernd applaudieren und zurufen, du kannst es. Es geht um etwas anderes. Der Mann schaut dich an und fühlt sich ermutigt, die Welt für dich zu erobern, weil du so bist, wie du bist. Deshalb sage ich euch, investiert in euch, in eure Schönheit. Gewinnen werden beide Seiten. Die russischen Karrierefrauen legen großen Wert auf ihr Äußeres. Sie gehen ins Fitness, machen Yoga, sie pflegen sich, sie stylen sich, sie besuchen viele Kurse. Dabei sind sie längst keine Frauen mehr. Und die Frau versteht selbst nicht, wo und was sie dabei verloren hat. Sie betrachtet sich, weiß, dass sie interessant für Männer ist, auch sexuell, aber es kommen keine ernsthaften Angebote. Und das ist für sie ein Schock. Ihr könnt die Augen halb öffnen. Drückt euch durch euren Körper aus. Als würdet ihr das Universum in Bewegung setzen. Tanzt euch in den Himmel. Die zivilisierte Welt hat ihre Wurzeln verloren. Das Verständnis dafür, was der Mann für die Frau ist und was die Frau für den Mann. Die Welt ist aus den Fugen geraten und findet keinen Halt mehr. Weiblichkeit ist die Annahme des Lebens so, wie es ist.
Weisheit ist für die Frau wichtiger als Klugheit. Die Frauen heute denken ihr Leben, denken ihre Liebe, denken ihre Beziehungen. Aber man soll das alles nicht denken, sondern leben. Und ich versuche, die Menschen in diesen Zustand zurückzubringen. Und womit beginnt der Kontakt mit dem Mann, der euch gefällt? Mit dem Blick. Aber manchmal ist es nicht genug. Unsere wichtigste Jagdwaffe sind unsere Arme. Die Gesten müssen ganz langsam sein. Die Geste wird von dem Blick begleitet. Ihr sucht euch ein Opfer aus und fixiert ihn mit dem Blick. Wenn ihr die Entfernung verringern wollt, dann, ja, richtig, Natascha, dann machen wir eine Bewegung. Als ob ihr zum Beispiel die Haare zurechtschüttelt oder die Schulter berührt. Und dann setzt ihr die Bewegung den Körper entlang fort. Unseren Schmuck berühren wir nicht, keinesfalls. Euer Ziel ist es, euch zu zeigen und nicht euren Schmuck. Der Schmuck seid ihr. Und ganz langsam lassen wir die Hand auf das Knie runterrutschen. Jede Geste muss ein Ende haben. Dann kommt die zweite Hand dran. Mit dieser sind wir fertig. Die legen wir aufs Knie und bewegen uns nach vorn. Den Rücken gerade. Das betont eure Beine ideal. Selbst wenn sie vorher schon schön waren, sind sie jetzt perfekt. Dann geht die Bewegung nach oben. Und hier gibt es einen Trick. Ihr setzt jetzt wieder die erste Hand ein und führt mit ihr die Bewegung zu Ende. Vergesst nicht, der Mann ist Jäger. Es muss immer etwas passieren, damit wir seine Aufmerksamkeit erlangen. Und eure Aufgabe ist, seinen Blick zu fangen. Klar? Wunderbar. Если ко мне на курс придет женщина, которая, получив задание, наклониться, взять, правильно посмотреть. Wenn im Kurs eine Frau die Aufgabe bekommt, sich zu bücken oder eine andere Geste zu machen und mir sagt, dass ihr unwohl dabei ist, dass es ihr schwerfällt, dass sie sich überwinden muss, dann sage ich ihr, vor vielen Jahren, als sie noch nicht gehen konnte, musste sie es auch lernen. Es war leichter zu krabbeln als zu laufen. Aber sie hat es gelernt. Sie ist gefallen und wieder aufgestanden. Und jetzt ist es für sie selbstverständlich. Alles, was neu ist, wird immer zuerst abgelehnt. Ihr seht den Mann eurer Träume. Arme korrigieren bitte. Also Mann der Träume. Und habt keine Zeit, etwas zu unternehmen. Kennt ihr sowas? Ihr wollt ihn kennenlernen. Er schaut euch an, aber es passiert nichts. Gibt's sowas? Sehr oft. Es ist in eurer Macht, es so zu gestalten, dass er keine Wahl hat und mit euch Bekanntschaft schließen muss.
Damit er nicht wegläuft, gibt es einen Jägertrick. Wir nehmen dazu einen Gegenstand. Marker, Tasche, Handy, Schlüssel, Buch, Kosmetika, egal was. Etwas, das runterfallen kann. Oksana, du bist jetzt mein Mann. Bist du bereit, mein Mann zu sein? Oh je, hoffnungslos. Er schaut weg. Ihr geht vorbei und ihr lasst etwas runterfallen. Ihr gebt dem Mann genau 2 Sekunden, damit er es aufhebt. Und er macht es nicht? Was tun? Ihr stellt Blickkontakt her, schaut ihn an und bückt euch mit geradem Rücken, als ob ihr nicht in der Lage seid, euch seinem Blick zu entziehen. Dann schaut ihr auf den Gegenstand, weil ansonsten sieht es so aus. Ihr hebt es auf, schaut den Mann wieder an und steht langsam auf. Und er gehört euch. Ein Blatt Papier bitte vertikal teilen. Was fällt euch Negatives zum Thema Sex ein? Ein paar Beispiele. Oralsex braucht nur die Männer, die Frauen nicht. Oder Analsex interessiert nur die Männer und für die Frauen ist es nichts. Или анальный секс – это только мужчинам интересно, а женщинам ничего приятного. Ну или так себе, как там у вас. Это к примеру. Мы все вышли из той страны, где секса не было. Wir alle kommen aus einem Land, in dem Sex öffentlich kein Thema war. Ich meine die Zeit der Sowjetunion. Deshalb haben wir heutige Frauen sehr viele negative Vorstellungen zu diesem Thema. Kann man schon was sagen? Ja, bitte. Ich habe folgende Probleme. Er kann nicht meinen Busen liebkosen. Er kann mir keinen Oralsex bieten. Das heißt, er kann oder will nicht? Er will, kann aber nicht. Mir gefällt es nicht so. Ich sage ihm, er soll aufhören. Man muss es ihm genau zeigen. Woher soll er das wissen? Soll er etwa Kurse besuchen? Ich habe es ihm gezeigt und erklärt. Dann bring es ihm bei wie einem kleinen Kind. Hier so und dort so. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich mich allein besser befriedigen kann. Natürlich, es ist das Einfachste. Aber man kann es ihm beibringen, mit Geduld. Gut, die nächste. Mich bremst immer ein Gefühl von Sünde. Außerdem habe ich Schmerzen beim Analsex und ich schäme mich, es zu sagen. Aber ich mag es nicht, wenn er beim Oralsex in meinen Mund kommen will. Und er liebt es. Und ich kriege einen Brechreiz. Dann komm zu meinem Kurs über Oralsex und danach wirst du es mit großer Lust machen. Ich mag es nicht im Stehen. Warum?
Es ist unbequem. Keine Schmerzen oder so, aber ich weiß nicht, wohin mit den Händen und Beinen. Im Geschäft gibt es ein tolles Ding, das einen Mann ersetzt, der er nicht kann. Aber wie ohne Mann? Ich will doch mit dem Mann. Das ist doch klar. Aber wir haben Bedürfnisse und manchmal muss man ihn ersetzen. Und es wird nicht stören. Olga, so wie du redest von dem einen Ding dafür und dem anderen dafür, habe ich fast das Gefühl, man braucht eigentlich keinen Mann. Ich habe mein eigenes Business. Wir bringen Türen und Tore aus Westeuropa auf den russischen Markt. Großformatige Türen für den Bau. Eine reine Männerwelt. Was kann man machen? Im Geschäftsleben treffe ich jede Menge Männer. Und man ist viel erfolgreicher, wenn man die Waffen einer Frau geschickt einzusetzen weiß. Sogar in Verhandlungen. Um in die richtige Stimmung zu kommen, darf man sich strecken, wenn es niemand sieht. Jetzt zu dem Blick. Den Blick nennen wir Blick der verliebten Katze. Es ist ein Zeichen eurer Sympathie für den Mann, den ihr ausgewählt habt. Ihr steht vor eurem Objekt, den Mann, den ihr in eine Beziehung verwickeln wollt. Ihr schaut ihn mit verliebtem Blick an, bewusst durch eine rosa Brille. Ihr schaut auf seine Vorteile, auf das, was euch an ihm gefällt. Ihr schaut ihm nur in die Augen. Ab dem Moment, wo sich eure Blicke treffen, zählen wir genau 3 Sekunden. Also, 1, 2, langsam zählen, 3. Jetzt muss ich ihn dazu bringen, aufzustehen, zu mir zu kommen, mich kennenlernen zu wollen. Ich ziehe meinen Kopf zur Seite, der Blick bleibt aber bei ihm. Warum? Na, weil ich den Kontakt nicht verlieren will. Ich muss zeigen, wie wichtig er mir ist. Eine Sekunde später drehe ich die Augen weg. Dann könnt ihr überprüfen, ob er auf euch schaut. Ihr schaut ihn an. Wenn er zurückschaut, könnt ihr euch zu ihm drehen. Das wird ein Signal sein, dass er zu euch kommen und euch kennenlernen kann. Wenn er nicht zurückschaut, dreht ihr die Augen wieder zur Seite und schaut weg oder sprecht mit jemandem. Danach alles von vorn. So, dann wünschen wir dir für Montag eine erfolgreiche Jagd.
Die Mädchen sollen jetzt mit Hilfe von Körperhaltung, richtigem Gang und gezieltem Blick den Mann dazu bringen, dass er stehen bleibt und sie anspricht. Wenn die Männer eine große, langbeinige Blondine sehen, denken sie aus irgendeinem Grund, dass sie nicht klug ist. Viele Männer glauben, dass eine Frau nur entweder schön oder klug sein kann. Ich muss immer wieder gegen dieses Vorurteil ankämpfen. Die Frauen, die zu meinen Kursen kommen, sind a priori klug, weil sie sich entwickeln wollen. Bei einigen ist die Sexualität sehr stark ausgeprägt. Bei anderen schläft sie noch. Jede normale, durchschnittliche Frau, wenn man so über Frauen sprechen darf, kann gleichzeitig schön und klug sein. Es ist wie in dieser Anekdote. Der Löwe sagt, die Schönen gehen rechts, die Klugen links. Die Tiere verteilen sich jeder auf seiner Seite. Und nur der Affe rennt hin und her und weiß nicht, wo er hingehört. Dann fragt er, muss ich mich etwa in 2 Teile zerreißen? Es ist vielleicht keine so gute Allegorie, aber es geht hier um die russische Frau. Sie muss gleichzeitig schön und klug sein. Sie ist schließlich eine Frau. Die Hände müssen diese Stellung einnehmen. So festhalten, dass sie Wärme spenden. Und dann beginnen wir mit den Daumen ganz sanft das Köpfchen des Penis zu massieren. Das ist der empfindlichste Teil des Penis. Deshalb bitte vorsichtig. So kann man das ganze Köpfchen durchmassieren. Schreibt auf. Das nennen wir das Gebet. Es gibt noch eine gute Methode. Sie heißt der Flaschenöffner. Wir halten hier mit einer Hand fest und mit der anderen machen wir folgende Bewegung. Schreiben wir es auf. Noch eine wunderbare Methode ist Lappen auswringen. Das geht so. Bitte vergesst nicht den Hodensack. Zum Beispiel gibt es folgende Bewegung. Das Glied zieht ihr nach oben und den Hodensack nach unten. Heutzutage sagt man oft, dass die russische Frau sexuell sehr aktiv und aufmerksam sei. Und die ganze Welt spricht davon. Das ist auch meine Beobachtung. Das Geheimnis dieser ungewöhnlichen Sexualität liegt darin, dass unsere Frauen von Natur aus zusätzliche sexuelle Energien besitzen. Und sie sind noch dazu sehr offen. Ich verstehe nicht, was ist das? Das ist das Kaninchen. Kaninchen? Wir werden jetzt alle Teile durchnehmen. Ich kann es nicht ausschalten. Also, wofür ist das Kaninchen? Während der Vibrator die Vollkommenheit des inneren Gefühls garantiert, kümmert sich das Kaninchen um die Klitoris. So werden bioaktive Punkte von innen massiert. Deshalb ist das Kaninchen ein Renner. Клитор массируется вот этим кроличком, который тут есть. То есть одновременно. Там все точки биоактивные массируются. И еще плюс клитор. Поэтому кролики, конечно, популярная штука. Вот этот изгиб дает возможность... Diese Krümmung massiert den G-Punkt.
Wir sprechen nun die ganze Zeit über die Hände. Man kann natürlich auch die Zunge einsetzen, aber das ist schon die Kunst des Oralsexes. Es gibt unzählige Methoden dazu. Kommt zu meinem Kurs und wir werden mit Bananen alles ausprobieren, inklusive der Königsdisziplin Deep Throat. Das zu lieben ist genauso einfach wie Atmen. Я вот эту ткань я покупала в Индии, это индийский шелк, вот как ручной работы. Вот, здесь посмотри, как кнопочки все обработаны. Вот и норка тоже. Металлическая нить. Хотелось быть все-таки как-то мягче, добрее, лучше und нести в мир именно что-то. Ich will weicher und besser sein und in die Welt etwas Schönes und Gutes tragen. Einen Raum schaffen, in dem sich die Menschen zum Guten verändern können. Weiblicher und geduldiger werden, damit es weniger Aggression gibt. Была агрессия вокруг. Ich denke dabei an eine typische Situation. Eine junge, schicke Frau im Auto, Zigarette im Mund und jemand schneidet ihr den Weg ab. Sie kurbelt das Fenster runter und brüllt die abscheulichsten Schimpfwörter heraus. Mein Gott, wo ist hier bitte schön die Weiblichkeit? Selbst in der Schule, junge und ältere Schülerinnen, bei jedem Anlass, schimpfen wie die Weltmeister. Ich habe Angst um meinen Sohn. Ich erziehe doch einen Jungen und hier solche Mädchen. Wo kommen wir hin? Die Welt bricht zusammen. Ну, конечно бы я очень хотела найти партнера. Конечно. Natürlich würde ich gerne einen Partner finden. Einen Mann, den ich lieben würde und der mit mir an einem Strang zieht. Einen, mit dem ich zusammen älter werden kann. Kompromisse sind schon okay. Aber es gibt auch ganz wichtige Dinge für mich. Zum Beispiel, wie der Mann zu meinem Kind steht.
Die russische Frau wird standhalten. Das verspreche ich Ihnen. Sie ist nicht unterzukriegen. Das ist ihr Geheimnis. Sie wird nie aufgeben, trotz verschiedener gesellschaftlicher Regeln. Sie hat Kraft, sie hat Charisma. Lass sie bellen wie ein Hund, miauen wie eine Katze. Schick sie auf die Straße in den verrücktesten Kleidern. Sie wird alles mitmachen und überstehen. Und wenn die Frau voll von Emotionen ist, dann kann ein Mann helfen. Er muss nichts sagen, nur da sein. Er ist einfach da und der Sinn des Ganzen ist, die Frau zu beruhigen. Alles ist in Ordnung. Oftmals will die Frau von dem Mann hören, dass alles gut wird. Der Mann garantiert ihr das. Aber auch der Mann braucht die Frau. Sie unterstützt ihn. Mit ihrem Glauben und ihrer Liebe stärkt sie ihn. Sie muss ihm nicht sagen, ich glaube an dich. Aber wenn sie ihn liebt und ihm vertraut, gibt es dem Mann eine große Kraft, um etwas in Bewegung zu setzen. Diese Partnerschaft eröffnet beiden große Chancen. Und das Wichtigste ist die Liebe. Und wenn in dieser Liebe Kinder groß werden, sind sie die schönsten Blüten. Niemand hat bisher diese Gesetze der Liebe aufgehoben. Niemand hat die Schönheit der Welt und des Tanzes von Mann und Frau für nichtig erklärt. Niemand hat die Geburt der Kinder aus diesem Tanz in Abrede gestellt. Es ist leichtsinnig, ja unverantwortlich, solche Werte in Frage zu stellen. In dem Moment, wo meine Augen verbunden waren, war es wie ein freier Fall in mir selbst. Dann kamen die Gerüche. Es war so ein schönes Gefühl, als man mich gefüttert hat. Und dann, als man mich gestreichelt hat, dann spürte ich eine große Dankbarkeit dir gegenüber, Svetlana. Ich lebe in Moskau, dieser hektischen Stadt. Dann komme ich hierher zu dir und tauche in so eine Schönheit ein. Danke. Das sind sehr tiefe und zarte Gefühle und es macht mir Angst, diese Gefühle zu äußern. Wie kann man damit umgehen? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich bald heiraten werde. Und ich denke, wie kann man dieses Glück, das mich erfüllt, mit jemandem teilen, damit mir niemand wehtut? Es war schön und erotisch. Und es wäre natürlich gut, das mit einem Mann zu teilen, ihn zu überraschen.
Dann kamen Gedanken hoch. Seit langem verspüre ich einen gewissen Schmerz. Ein Schmerz, der bei uns in Russland überall gegenwärtig ist. Es ist ein Gefühl von Verzweiflung und Ohnmacht. Ich frage mich, was können wir machen, um diesen Zustand zu verbessern? Dieser Kummer ist besonders bei uns sehr stark zu spüren. Die Neugeborenen werden in Mülltonnen geworfen. Und das machen Frauen, verstehen Sie? Entschuldigen Sie, dass ich hier darüber spreche. Aber ich kann nicht weiter mit diesem Schmerz für alles und für alle leben. Ich kann alleine nichts dagegen tun. Dagegen anzukämpfen ergibt keinen Sinn. Frauen sind jetzt so schlimm geworden, dass man fasst etwas an und überall ist so viel Boshaftigkeit. Versuche, die Welt so anzunehmen, wie sie ist. Die Welt ist so, aber nicht nur. Und dann finde eine winzige Möglichkeit, deinen eigenen kleinen Sonnenstrahl in diese Welt hinauszusenden. Пусть это даль туманная, пусть это глубь бездонная, сегодня нитью тонкой связала нас судьба. Твои глаза зеленые, слова твои обманные, и эти речи склонные свели меня с ума. Проглянет солнце луч сквозь запертные ставни, но все же, как тогда, кружится голова. По-прежнему звучит наш разговор недавний, как струнный перебор звучат твои слова. Пусть это даль туманная, пусть это глубь бездонная, сегодня нитью тонкою связала нас судьба. Твои глаза зеленые, слова твои обманные, и эти речи склонные свели меня с ума. Не надо ничего, ни брошенных сожалений.